Willkommen zurück zu einem weiteren Part Honkai Star Rail. Ja, es geht weiter. Wir werden heute das Event anfangen hier. Eine Fuchs-Spukgeschichte. Bin gespannt, was da noch passiert, was da so storymäßig weiter passieren wird mit Hau und ob wir Mr. Schweif wiedersehen. Den wir leider in der Story verloren haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir ihn wiedersehen werden, weil sonst wäre er halt wirklich gekommen, gegangen, tschüss, weg ist er und er ist eigentlich ein wichtiger Teil von Hyrus gesamtem Kit. Deswegen, es wäre seltsam. Allerdings vorher etwas, was ich noch zeigen wollte, was wir uns noch gar nicht angeschaut haben, ist das Gästebuch. Und ich muss jetzt gleich mal gucken, ob ich den Ton irgendwie leise gestellt habe im Spiel. Weil, meiner ist aus. Ja, es gibt das Besucheralbum, wo man halt von allen Besuchern was nachschauen kann, ganz nett, wo sie so eine kleine Nachricht hinterlassen haben, darüber, hey, wir waren hier oder wir können hier sein und so weiter und so weiter. Und außerdem kamen ein paar weitere Leute auf aufs Schiff. Einmal Jing Yuan, auf jeden Fall, der war vorher nicht da, vor dem letzten Update. Wer noch? Ich glaube, Ziele war nie vorher auf dem Schiff gewesen. Und ich weiß noch irgendjemand, aber ich weiß gerade nicht mehr wer. Tatsächlich. Ich bin gerade echt nicht mehr sicher wer, weil bei allen anderen könnte ich fast schon meinen, sie waren da. Aber ich weiß, 3 Leute sind gekommen, ich weiß nicht mehr wer. Aber ja, deswegen können jetzt auch Leute wie Jing-Yon auf diesem Schiff sein und ja, wir haben einen unerwarteten Gast. I knew I'd have to sneak over and take a look for myself. A pity that official matters prevented me for so long. I hope my unannounced visit won't cause you any trouble. It feels as if the heart and mind are wiped clean when looking into the distance from here. How refreshing. I forgot to mention, this is a personal visit to see Don Hung and everyone else on the express. Alter, Jing-Yuan und Danhang. Sein Fokus auf Danhang hier. This is a personal visit. No need for formalities. Call me Jing-Yuan. Ja. Also ja, ich meine Jing-Yuan, Ziele glaube ich auch und noch jemand. Ich glaube, mit Ziele habe ich nämlich schon mal gesprochen, weil ich so verwirrt war. Moment. War sie schon mal hier? Ne, ich hatte nicht mit... Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Hä? War es Bronya? Es könnte Bronya gewesen sein, wenn ich so drüber nachdenke. Es könnte Bronya gewesen sein. Weil ich weiß, ich hatte mit einem von den Neuen gesprochen. Ja, dann wird das Bronya gewesen sein. Und er war so verwirrt. Hä? Moment mal, war die schon mal hier? Hab so Stellariade bekommen und war so, hä? Ja. Auf jeden Fall, ja. Nicht das neue Besucher, da sind man das Zettel. Hier die Besucherleiste hat. Aber gut, Zeit mit dem Event zu starten. Gunalfen, hey, habt ihr gerade etwas Zeit? Können wir uns vielleicht im Fuchsfeengarten treffen? Bist du die Echte? Sollte Gunalfen nicht in der Klinik sein? Glaub nicht, du kannst mich nochmal hereinlegen. Komm schon, können wir einander nicht wenigstens ein bisschen vertrauen? Die Heiler haben mich untersucht. Außer einem kleinen Schock und ein paar blauen Flecken fehlt mir nichts. Hanja hat uns persönlich zu einem Treffen eingeladen. Wie wär's, wenn du einfach zum Fuchsfeengarten kommst, damit wir uns persönlich unterhalten können? Schreiben ist viel zu langweilig. Alles klar. Okay. Dann fällt mir noch gerade etwas ein, bevor ich jetzt hoffentlich ins Event... Ich hoffe, der Teleportpunkt tut mich jetzt nicht direkt ins Event schmeißen. Weil das wollte ich eigentlich jetzt angesprochen haben, weil ich dachte, das wäre jetzt in dieser Textnachricht passiert. Scheinbar nicht. Wenn es denn lädt. Mein PC macht's super. Wobei ich auch glaube, dass das neue Gebiet wieder so ein bisschen sehr viel laggy ist. Es ist manchmal ja so, wenn man hier so die Nachrichten hat, dass so der Text, ist das bei einem von den beiden? Nein. Dass so der Text so über das Textfeld hinausgeht und man gar nicht weiß, was wählt man eigentlich gerade aus.
Das hatte ich auch schon mal. Dann kann man nämlich einfach hier in die Nachrichten gehen und hier ist das Feld halt viel größer und man hat sehr viel mehr Platz. Das sieht man vor allem, glaube ich, hier so ein bisschen, wo hier ist ja noch richtig viel Platz bei der unteren Nachricht an den Seiten. Aber wenn man hier, Dankeschön, Computer, wenn man hier reingeht, ist die halt ganz knapp nur noch da drin. Also, ja. Vielleicht netter Tipp auch für euch. Ich hoffe, ich denke beim nächsten Mal mit dran. Dass man, wenn man hier wissen will, was man genau auswählt, einfach hier schließen kann ins Menü, hier Nachrichten öffnen und dann kann man es besser lesen. Weil irgendeine Auswahl von Guneifen, ich weiß noch nicht mehr wo, wahrscheinlich in einer der Daily-Nachrichten, die ich schon hatte, ist quasi, dass irgendwie so scheinbar 3 Nachrichtoptionen basically in der kleinen Preview genau dasselbe sind. Deswegen, ja. Gut zu wissen vielleicht. So, jetzt bin ich aber gespannt. Yo, what's up? You're finally here. Without you, our ghost hunting squad would be Ich habe nicht auf Audio geguckt. Das wollte ich. Wow. Okay. Auch nett, dass so Shang dabei ist, weil sie ja eigentlich basically nur passed out war in der Main-Story-Mission. Hey, I'm a reliable squad member too. Sure, when you're not passed out in fear. Fair enough. Ich hab's gerade gesagt. If you keep teasing me, I'm not gonna perform my boulder smashing trick for you anymore. The official Dann verliert sie name Abos. is the Ten Lords Commission Special Operations Team for the HELIOBI Containment Breach Incident. That Okay. was the name given to us by decree of the Ten Lords. Since we managed to survive the Fixedral Garden incident, the Ten Lords decided to entrust us with hunting down and subduing the HELIOBI using our special skills. Okay. Mit unseren besonderen Fähigkeiten? Aqua is a judge of the Ten Lords Commission, and I'm a Cloud Knight. We must answer the call to the best of our abilities. And this one here is an Outworlder who's done great things for the sake of the Xianzhou. Genau. But why did little Kuei have to get dragged into this? This mission is too dangerous for a civilian. Ach, sie soll YouTube machen. I get it. You think I have Also some soll es special wahrscheinlich wirklich skills? jetzt irgendwie sowas, weil ihr Social Media ist ja nur Mechanik. Every flower and tree on the Xianzhou is significant in its own way. Miss Gui has her own strengths too. Ah, As a famous street performer and live streamer, she has precisely the skills we need to acquire intel for our mission. verstehe. Also, du lass der Fürsten? This expedition was commissioned by the Ten Lords themselves. I am unsure as to why they attached so much importance to this endeavor, but I have a theory. Okay. Aber sagst du uns nicht, okay. Keine weiteren Miss Fragen Gui dann. has set up a social media account under the guise of investigating paranormal phenomena and unexplained mysteries. We Mhm. can use it to gather intel for our mission. You hear that, Sushong? I'm a key member of the squad. They said I could be a Ten Lords Commission intelligence hawk. Wie glücklich sie ist. I might not be a scholar, but I don't think calling someone a hawk is a compliment. The Ten Lords Commission has specially entrusted Judge Huohuo with commanding the ghost hunting squad. So please make sure to follow her lead in all matters related to the HELIOBI. Okay. That's right. I won't let us down. Nachdem Hanja die auf... Ich konnte es nicht mal lesen. Was ist das? Spiel. Bitte. Hör doch auf. Should we start the ghost hunt now? Captain, you can just call me Huohuo. Ich verstehe halt wirklich nicht, was HoYoverse mit diesen Black Screens hat, weil ich weiß, das war auch schon in Genshin, ist das seit Anfang an ein Problem und ich weiß, dass Leute sich deswegen beschweren. Warum die da nichts dran ändern und jetzt auch noch hier drin dasselbe machen. Okay. Nenn mich einfach Hau. Wir zählen auf dich. Actually, I'm not sure if I can be helpful anymore. After Tail disappeared, I thought for Tja. sure the commission would ask me to resign. But for some reason, Madame Hanya asked me to be the leader of the ghost hunting squad. Hm. Anyway, Ich meine, du hast immer noch I'll do my best to carry out wahrscheinlich my dein Talent, duties. ne? As for our mission, Cirrus
Lords was locked up in Fictional Garden, but there are a lot of other Heliobi that escaped after the creation furnace was broken. According to the Ten Lords Commission understanding of Heliobi behavior, they tend to roam densely populated areas in search of hosts. And wherever they go, there are bound to be reports of supernatural phenomena. Little boy, can you show us the website we'll be using for intel? Jetzt bin ich so gespannt. Ich bin so gespannt, wie diese Mechanik funktioniert. Klingeling, willkommen auf der Lofu Paranormal, der Website für Liebhaber des Paranormalen. Ich habe ein neues Konto erstellt, um Informationen über paranormale Ereignisse von dieser Website zu sammeln. Dieses Konto ist ein persönliches Konto, richtig? Geht das so in Ordnung? Die 10 Fürstenkommission muss im Verborgenen bleiben, aber ich nicht. Mir wurde aufgetragen, um jeden Preis Fans zu sammeln. Ganz genau. Je mehr Fans wir haben, desto mehr Aufträge erhalten wir, um Geistergeschichten zu überprüfen. Es wurden aber noch keine Hilfeanfragen gepostet. Schauen wir später wieder vorbei. Okay. I'm a new user, so I only have a few followers on this site. But based on past experience, once you get a following, people start flooding you with stories and news about paranormal activity. Was ist, wenn sich alle Hinweise... Ich wollte gerade sagen, wird bestimmt auch irgendwelche Leute geben, die am Ende Fakes posten. Oder ich hoffe zumindest, dass irgendwie eine Mission mindestens am Ende sich als kompletter Fake rausstellt. We have our work cut out for us, that's for sure. Sometimes a lead is obviously fake. But other times, it's hard to tell from just a few words on the internet. After all, some people will make up all kinds of nonsense to attract attention. Yep. So, we still have to go out and fact-check the leads? Genau. The Spiritfarers from the Ten Lords Commission will be carrying out their own investigation in secret as well. Speaking of attracting attention, how do we get a following on a paranormal activity website? Sounds like Little Way's department. She used me in some of her performances just to draw a bigger crowd. Haha, that's the easy part. We just post some videos of us ghost hunting, subduing Heliobi. We're working for the Ten Lords Commission after all. We're gonna have the best content out there. Werden die 10 Fürsten zustimmen? Madame Hanya has already given us the green light. We'll record our Heliobi hunting expeditions to get more followers, and then use the intel from our followers to find more Heliobi. It's like a vicious cycle. Wait, a virtuous cycle. Like, das wäre natürlich der Traum, wenn irgendwie, ihr seid YouTuber und einfach fucking das Militär erlaubt euch offiziell irgendwie mit auf die Mission zu kommen und Videos zu machen. Oder irgendwie sowas in der Art. So, ihr habt offizielle Erlaubnis, oder hier, wie heißt es? Wie heißt es? FBI erlaubt euch offiziell Videos zu machen bei denen. Ich glaube, das wäre der Traum. Oh wait, aren't we supposed to be operating in secret? Well, another thing we have to think about is that Heliobi feed on the emotions of their hosts. They can even manipulate a host into revealing their deepest secrets. Ooh. Wouldn't posting a victim's personal information online cause even more harm to the victim? I'm not trying to pick holes, just raising some concern. The way I see it, operating in secret and exposing the paranormal go hand in hand. We won't reveal the names of any victims. We'll just post some pics and videos of the squad engaging in fierce battles with the supernatural. And then come up with some dramatic titles, like Little Gray Investigates, Ghost tries to scare young Cloud Knight girl on creepy road, gets owned. You know? We'll turn the entire Heliobi hunting process into Oh mein regular Gott, ich liebe es. uploads. Viewers will see that there's nothing scary about it, and there won't be any public panic. Ich liebe es. Why are you looking at me? Want a medal or something? It does kind of sound like a good idea. Thanks, bestie. I feel like some of you aren't convinced by the whole online ghost hunting thing. How about this? We take a look at Gott, the das leads we ist have so so far spaßig. and pick one to try out as a test run. Einfach die ganze Bullshit-Sache mit hier Social Media. Take a look. This post is getting tons of comments.
Okay. Ah, natürlich. Schau mal, das ging ja schnell. Hier ist ein Beitrag, in dem um Hilfe gebeten wurde. Hilfeanfragen erhalten gewöhnliche Anhaltspunkte, die ich zu Heliobi... Oh mein Gott, ich liebe den Geist hier in der Ecke. Die ich zu Heliobi führen. Klick darauf und schau ihn dir an. Oh, so funktioniert das. Okay, hab's kapiert. Wie du sehen kannst, erhältst du nach Abschluss eines Auftrags Fans und Belohnungen. Also, nicht herumtrödeln, nimm an. Ich würde gern durchlesen. Ich würde gern durchlesen. Lady Bailu disappeared? Okay, dann It's halt nothing nicht. new. She sneaks off all the time. That's not the point. Here, read this part. One of the Ich healers würd from gerne. the Alchemy Commission had Lady Bailu cornered. But then she disappeared into thin air. Vielleicht hat er sich nur eingebildet. Judging from the comments, there were several witnesses. Okay. Sure, Lady Bailu runs away all the time. But disappearing into thin air? It looks like the work of a heliobus. The heliobi are masters of manipulating the senses. There are stories of heliobi changing their shape and appearance to disguise themselves as someone else. Okay. So what are we waiting for? Let's get moving and see if we can find some witnesses. Before we head out, let's make sure we have our intel in order. If we can better understand what a heliobus wants to do and what it's capable of doing, it'll be easier for us to help the victim. Interviewing witnesses might give us some clues, but they won't know anything about heliobi. I think I have an idea. We have another source of intel we could use. Ja, ich wollte gerade sagen, Cyrus. That's right. Those heliobi were locked up in the same space for ages. They probably got to know their fellow prisoners like the back of their, I guess they don't really have hands. The thought of seeing Cirrus sends shivers down my spine. But, I bet Cirrus would be eager to see me again. They'd devour me whole if they could. I think Tail made a fool of Cirrus, and Cirrus has held a grudge ever since. If we can get them worked up over it, we might be able to use them to our advantage. Okay. Es ist lustig jetzt, Jingyuan hierbei rumstehen zu haben. Okay. Entlocke Cyrus Information. Gut, kann ich jetzt aber vielleicht gerade auf die Website gehen? Kann ich das irgendwie? Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie kann. Little Gui's methods can be a little unorthodox, but that's just because she has a vivid imagination. When it comes to getting things done, she's actually pretty reliable. Warum sagst du das jetzt auf einmal? I'm worried you don't trust her plan. Just relax. Little Gui is unbeatable. Sie steht irgendwie direkt vor uns, ne? Ihr beide scheint schon viel zusammen erlebt zu haben, allerdings. Like the time Gwen dragged me to the fixed troll garden so I could protect her. But I was so scared, I ended up fainting. While I was passed out, she went and caused all kinds of trouble. I neglected my duty of keeping her from making a mess of things. But I'll redeem myself this time. I'll make sure to protect her. And also keep an eye on her. That being said, why did you decide to come back into this mess? Dealing with Heliobi isn't an easy task. Ich glaube nicht, dass ich die Wahl hatte. Ich habe eine Rechnung mit Cyrus offen. Ich glaube nicht, dass ich eine Wahl hatte. Oh yeah, no one asked you if you wanted to join the ghost hunting squad. We just took you in by default. Ich sehe gerade Tanja ist hier hinten am Sitzen. Cool. Sure you don't want to reconsider? It's not too late to change your mind. Also jetzt, wo ich schon mal da bin. May as well see it through. I can't stand the thought of those things roaming free. After what little Gwen and I went through, I'm not about to let them have their ghostly way. Oh. Gweneifen. Was hältst du davon? Let's see. Ghastly gravy. Ghastly gravy? What kind of website is that? It's Ghostly Grove, not Ghastly Gravy. Die Übersetzung ist ein bisschen natürlich schwer, aber okay. Ghostly Grove is the most renowned website for paranormal enthusiasts in the Lawfu. Everyone who loves the mysterious and the unexplained knows about it.
I used to go there to read first-hand accounts of ghost sightings whenever I needed to build up my courage. We can get our leads from this website and then investigate them posing as paranormal investigators. Okay. That means we can operate more efficiently and with a low profile. Well, if people started to see a spirit farer making door-to-door visits, they might begin to panic, and that would give the Heliobi even more power over their hosts. Look, Fair enough. I'm a new user, so I only have a few followers on this site. But based on Hast du schon gesagt. Was? Das ist einfach nur Wiederholung. Okay. Es ist nur eine Wiederholung. Miss Trailblazer, do you think we can really catch Heliobi this way? Das Internet ist ein mächtiges Werkzeug. Ja. Sure hope so. I can't help thinking that Ah. if Tail is out there, there'll be traces of him on the internet. He had a big personality. Willst du Schweif wieder haben? Yes. Do you think I'm just getting myself into more trouble? It's not like No. we were good friends to begin with. But when Tail disappeared, my real tail, it disappeared too. And now my reflection looks weird to me, and I hate work even more than before. Maybe that's all just a bunch of excuses. No. The truth is, I miss him. Oh. Ist cute. Keine Sorge, wir finden ihn. Thank you. If we're ever going to find Tail, now is the best chance we have. Okay, ja, wir werden ihn definitiv aber in der Mission anfinden. Oh, ich freue mich schon. Ich freue mich dann schon, wenn wir ihn wiederkriegen. Of course, finding Tail isn't our top priority right now. We need to catch and subdue all the fleeing escaped Heliobi as soon as possible. Okay. Hier ist noch was Schönes zum Einsammeln. Ich finde es so schade, dass ich nicht auf die Website gerade kann. So, Hanja, was hast du denn zu sagen? Trailblazer, it is good to see you are doing well. During the Fixtral Garden incident, my sister gave the order to seek reinforcements. It was thanks to your support in that critical moment that we were able to get the situation under control. Apropos, wo ist deine Schwester eigentlich? Die steht ja hier scheinbar nicht rum. And now this small team needs your help too. Okay, wo ist sie denn eigentlich? She sustained heavy injuries in the previous incident. Fortunately, my sister is using an ingenium body. As long as she returns to the coffin and is tended to by the Spiritfarers, her life is not in jeopardy. I still worry about her, though. Creatures of flesh and blood fear death and will always strive to preserve their life. But not my sister. Her human instinct for survival is slipping away. She sees herself more as a tool, driving her body to the point of total exhaustion. Okay. Übrigens mal gerade sorry, dass ich jetzt schon wieder so gähnen muss. Ich bin ein bisschen müde noch. Every time she fights like that, I can't bear to watch. Können wir das hier wirklich besser regeln als die 10 Fürstenkommissionen? matters, I would say no. But when dealing with Heliobi, I think the answer is quite clear. Okay. Ten Lords Commission have long specialized in suppressing abominations, but they were negligent in guarding against the dangers of the creation furnace. Once it became a problem, the Spiritfarers and Arumatons were powerless against the Heliobi, proving that the traditional means of subduing them were no longer effective. As fate would have it, the girl we unwittingly rescued many years ago became the key to defeating Cirrus. After this is all settled, we intend to make contact with the Xianzhou Juming. That ship is under the influence of the mythical Rainbow Arbiter. The people there are able to coexist with the Heliobi, and at the same time be free from their manipulation. We hope that from them, Interesting. we can learn the art of breaking free from the influence of the Heliobi. Interesting. Okay, stimmt, dass die 10 Fürstenkommissionen jenseits... was? Did you really think we were messengers from another plane visiting the world of the living? How cute of you. And maybe we are. Don't get too close, or you might turn into a ghost too. Also, ich muss echt sagen, Hanja, ich habe mir Hanja echt anders als Charakter vorgestellt.
mag sie mehr, als ich gedacht hätte. But you have contributed much to the Senjo and are very close to the secret. If you wish to know more about it, I will have to ask you to spend time with our ghost hunting squad. Okay. Also was Huho und Schweif angeht. The judge of the Ten Lords Commission has no past. Once one has entered the surface of the commission, all links with the outside world are severed. However, Okay. since you are now a member of the squad, and in the interest of everyone working together, it's best that we know each other a little better. I'll tell you some of the secrets I know. Okay. After Ignomar was defeated by the general in a great battle, the Ten Lords Commission was ordered to seal away the Heliobi fragments. To make them atone for their actions, most of the Heliobi were sealed inside the creation furnace. Hätten nicht gedacht, dass wir nochmal auf das CG zurückkommen, aber ich meine, das ist cool. Freut mich. Decades ago, the Ten Das ist Lords super Commission cute, das was CG. asked to investigate an unusual case. A Foxian girl's tail had been consumed by a strange fire of unknown origin. So we set out, ready to subdue whatever foul demon awaited us. It turned out that the fire was none other than a heliobus. The remaining fragments of Ignomar, the Heliobi, had found some way to escape from their furnace prison. That Heliobus's power was weakened to the brink of death. But he was kept alive, thanks to the kindness of the Foxian girl. Gradually, he regained his strength and rekindled his desire to manipulate humans. Normally, I would have just purged the Heliobus and sent it back into the furnace. But HoYoverse's body was too frail and weak to perform a purging. The best I could do without harming her was to inscribe a talisman seal, enough to subdue the thing living inside her, at least for a while. The Ten Lords commissioned HoYoverse in as a spiritfarer apprentice, teaching her the arts of purgation and ghost hunting. This way, the commission could keep an eye on HoYoverse and ensure that she wasn't taken over by the Heliobus. Aber Schweif hat sich gegen seinesgleichen gewendet. Say that. Who would have thought Tail would have sacrificed himself to defeat Cirrus? Granted, Heliobi have no obligation to be loyal to one another, but Tail's willingness to side with HoYoverse is significant. Also, das hier ist wahrscheinlich die seltsamste Gruppe in der Senjo. I would save the jokes for later. As the saying goes, with great work comes great rewards. The Ten Lords Commission will compensate you accordingly. Gut zu hören. Ich hätte gerne 1 Million Stellariate. I've wondered at times what the Lawfu should give the Nameless in return for their great deeds. Alas, questions like that are above my pay grade. That is for the Ten Lords and the General to figure out. Hi, hier ist der General. Ich liebe es so sehr, immer wieder auf den General zu switchen. Okay, wir müssen zu Cyrus gehen. Allerdings, vorher möchte ich eine Sache zeigen, die ich gesehen habe und lustig fand. Das müsste hier gewesen sein. Ja, der hier. Komm. Sag. Gib deinen Text, ich will's lesen. Er sagt es, aber er lässt es mich nicht lesen. So, komm, zeig deinen Text. Okay. Ja, dass irgendwie der Host ein Marshmallow werden will. Und ich habe das zufällig gesehen, während ich hier den Runenschatten mal gemacht habe. Und ich fand's sehr lustig. Einfach mal wie random. This tedium. Even the insects can't hold my attention any longer. I wonder if these ones will prove to be more entertaining. Ich meine, du könntest immer diesen Körper verlassen. Cirrus, we've come to ask you a few questions.
I hope you'll be cooperative. Oh, if it isn't the little girl who fainted in Fictional Garden the moment she encountered the Heliobi. Already talking to me like a detective, are you? Hey, where's my sword? You just wait. Lass dich nicht provozieren. Okay. I just wish I could teach them a lesson. Verständlich, würde ich auch gerne, aber der Körper ist jetzt nicht wirklich von Cyrus und will jetzt nicht wirklich den Körper hier einfach verletzen, oder? Cyrus, you must be unhappy with how things turned out, right? What do you want from me, little fox girl? You want to know what happened to the guard dog? He turned to ashes a long time ago. I don't care about that at all. But I can't help but notice you managed to escape the furnace, and now you're stuck here, unable to move an inch, while the other Heliobi are roaming around the Lafu enjoying themselves. Ooh, must be quite frustrating. Das ist so schön zu hören, die Huhu so, oh mein Gott, das ist so lustig. You want me to assist you and betray my own kind? Als nächstes sagt er, ja gerne, klar, warum nicht? Cyrus sagt kein Wort mehr und mustert euch durch die Augen des Leichenbestatters, von dem sie Besitz ergriffen hat. Schließlich bricht sie das Schweigen. I can do that. Under one condition. I wish to arrange a challenge. One akin to the struggle between the great Heliobus Ignamar and the general of the Lafu. As long as you can bring me the current general, anything can be negotiated. Okay. General? Ich meine, er wird nur eine Rolle haben. Wir haben es in Cutscenes gesehen, im Trailer, dass er kommen wird. Ich dachte ja, da würde in der Main Story noch vorkommen. Aber interessant. Müssen jetzt wahrscheinlich nochmal hier mit Hanya reden, deswegen. What? Is that too much to ask? It seems the judge here doesn't have what it takes to negotiate with the Heliobus. That's just another way of saying they don't want to cooperate. Huh? Wait, Wawa, you can't seriously be thinking about... Deal. I'll submit a request to the Seat of Divine Foresight. Okay. Geht zum Thron der göttlichen Verheißung und bittet Jinyu um Hilfe. Okay. Sure. Okay, kommt das jetzt direkt oder wie? Okay. Interessant. Boah, ich freue mich aber auch schon wirklich, wenn ich hoffe, der Cyrus-Bosskampf wird so einer der, was weiß ich, Simulated Universe-Kämpfe oder einfach nur in irgendwann hier, wie heißt es? Simulated Universe, vergessene Hallen, irgendwas kommt davor, weil er war eigentlich schon ganz lustig mit. Es war im Prinzip nur Kampf gegen mehrere Minions, aber minimalst extra. Und es war einfach cool, dieses riesige Auge im Hintergrund vor allem zu haben. Das ist so der Hauptpunkt. Also ich hoffe, das klappt. So, Jingyuan. Oh, what do we have here? A nameless, a cloud knight, a judge of the Ten Lords Commission, and a street performer. Quite the group. Wow, Yep. the general recognizes me? I didn't realize I was so famous. My retainer Yang Qing has mentioned you. You are one of the only people on the Law Fu that was able to deprive him of his sword. Wow. Wow. Sie hat es geschafft, ihm sein Schwert abzunehmen. Oh, I remember. I should apologize. I did a sword swallowing performance on the spur of the moment, but forgot to return the sword to him. Wow. So, Yang Qing kriegt's echt immer ab, ne? Kriegt's echt immer in irgendeiner Weise ab. Wurde ihm sein Schwert von der Street-Performerin geklaut. Aus irgendeinem Grund hat er es sich nicht wiedergeholt.
But if we allow those creatures to roam freely, I'm afraid. I heard stories of a skirmish between a previous general and a monster of sorts. I'd always assumed they were an old wives' tale. I never imagined the villain of such tales would come to my doorstep seeking revenge. I must say, it seems a bit unfair that I should assume the debt for a conflict I had no involvement in. Tja. Komm, zeig bitte, wozu du fähig bist. It would appear you are eager to see me assume the debt. Yup. General Tang Xiao is a venerated predecessor. If I am to honor his legacy, then sitting idly by is not an option. If an audience with the general of the Law Fu is requested, then I will honor such a request. Okay. General, Heliobi are vile creatures capable of taking over the bodies of mortals. If you're unsure... I appreciate the Ten Lords Commission having such high regard for my welfare. It is true I am rather inexperienced when it comes to Heliobi. But as General of the Law Fu, I cannot look on while these fugitive creatures wreak havoc on the populace. I still have some paperwork that needs attending to. Once I am finished, I will make my way to Fixtral Garden without delay. Okay. So, Cyrus. Du kriegst deinen Wunsch. Mal schauen, ob der Kampf jetzt direkt noch passieren wird oder die Konfrontation oder ob die am Ende der Mission sein wird. Wahrscheinlich eher. Never mind. I've never seen this one before. Human. Who are you? Heliobus, is it not your deepest wish to hold a rematch with the General of the Law Fu? I have come to grant you an audience. Ja, er ist der amtierende General. Ja! We have brought you the person you wish to see. This is General Jingyuan, the one who now sits at the seat of divine foresight. This is the current general of the LeFou? Look at that expression! He's barely half awake! Where is General Tang Xiao? Why did he choose such a lightweight to take over for him? I suppose it's already too late for the Xianzhou to rid themselves of this clown. Very well then. General Jingyuan. Oh mein Gott, ich liebe es, Cyrus. Settle our score right here in Fixtral Garden. If I win, I must be free to come and go as I please. I agreed to grant you an audience, not meet you in combat. What? You refuse? You won't fight me? He comes here after I demand a rematch and won't even fight. Is he conceding that I already won? No. there can be no Oh mein Gott, ich victory liebe Cyrus so sehr. Human logic negates it. You misunderstand. I came for a rematch. You are not a worthy opponent. Wow. What? Unworthy? Tang Xiao, as General of the Law Fu, was Commander-in-Chief of the Cloud Knights. Ignamar commanded the Heliobi. The two were as great as the sky and the earth, equally matched like yin and yang. It is only natural that they were worthy opponents. As it stands, I am the General of the Law Fu. But you are no Ignamar, merely a prisoner. If you wish to engage me in battle, you must follow my rules. Defeat my army. Only then will I grant you the fight you seek. Your army? That's right. You must defeat my 4 companions gathered here. Then, you will have proved yourself a worthy opponent. Wait, he means us? We'll be okay, right? Keine Sorge. Das machen wir schon. That's right. For us, any
problem that can be solved by force isn't a problem at all. So I only need to beat your pawns here. Denk dran, dass wir dich schon mal besiegt haben. It would serve you well not to underestimate them. They are as skilled in combat as they are tenacious in spirit. Ich hab dich schon mal platt gemacht. If you win, you can have your rematch. If you lose, you will answer one question of their choice. No lies, no tricks. Can you accept these terms? It's a deal. The game is set. This platform will be our chessboard, and the fighters will be the pieces. Oh mein Gott, die Interaktion zwischen den beiden, super. Oh. Oh. Kommt jetzt echt ein Cyrus-Kampf oder wie? Trying to humiliate me with lowly pawns. Okay, einfach nur so ein Kampf. I have heed my command. Ah, ich dachte, du den Text einfach See zeigen. my power. Now you will experience the might of the HELIOBIBUSTERS. Okay. In diesem Kampf erhalten wir die Kraft der Austreibung. Die aktuelle Austreibung entfernt den Widerstand des Gegners und fügt ihm Schaden zu. Ich habe einen Weg gefunden, die Austreibung bereit zu machen. Versuche es. Okay. Okay. Interessant, wir haben Hanya und nicht Hau. Okay. Cool. Ja, okay. Fire Trailblazer sogar. Okay, interessant. Nice. Fire Trailblazer mit der erste Tag meines neuen Lebens. Sushang mit ihrem Lightcone, okay. Gurneifen mit dem Sample Lightcone, passt. Und, der Battle Pass Lightcone auch. Oh, man kann sich die Sachen durchlesen, cool. Okay, ich bin nämlich gespannt, wie genau es ist. Ja, oh mein Gott, wenn sie kommt, ich will sie definitiv haben. Denn, hier, fügt am anvisierten Gegner physischen Schaden zu und macht Aufbürden. Jedes Mal, wenn ein Verbündeter 2 Standardangriffe, Fertigkeit oder Ultimates, also basically 2 Angriffe gegen einen Gegner gemacht hat, kriegt man einen Fertigkeitspunkt wieder. Aufbürden wirkt sich nur auf den letzten Gegner aus, der belegt wurde. Man kann 2-mal kriegen. Das heißt, basically, sie nutzt einen Fähigkeitspunkt oder einen Fertigkeitspunkt. Nicht Fähigkeitspunkt, aber ich nenne es immer Fähigkeit. Man nutzt einen Fertigkeitspunkt und bekommt 2 zurück. Basically, sie kann ihre Fertigkeit nutzen und kriegt 1 zurück. Aber ich glaube, außer der Gegner stirbt vorher. Ja, Ultimate ist einfach ein Verbündeter kriegt Geschwindigkeitsboost und Angriffsboost. Geschwindigkeitsboost basierend auf ihrem Speed. Das heißt, man will einfach bei ihr 1 Million Speed haben. Hat sie sogar hier ziemlich schön. Sie hat auch sehr viel Base Speed, wie ihr seht. Talent ist einfach, wenn ein Verbündeter einen Standardangriff, Fertigkeit Ultimate gegen einen Gegner mit Aufbürden macht, nimmt er 30% mehr Schaden. Das heißt, neben der Tatsache, dass der Gegner einfach schon Skillpunkte wiedergibt, was ganz nett ist, tut er ebenfalls, stimmt, wobei sie es immer eigentlich, außer man nutzt es jetzt literally, glaube ich, gegen einen Gegner, der gerade sterben wird, immer mindestens Skillpunkt neutral, weil sie mindestens einen Skillpunkt wiederbekommt. Und wenn man eigentlich gut genug agiert, dass man mindestens 2 wiederbekommt, ist sie eigentlich immer Skillpunkt positiv, selbst wenn man ihren Skill spammt. Was nice ist. Und es erhöht Schaden. Zusätzlich hier erhöht ein Angriff von Verbündeten, die den Fähigkeitspunkt Wiederherstellungseffekt auslösen, stellt einen zusätzlichen Fertigkeitspunkt her, wenn mit Aufbürden belegte Gegner besiegt werden und die Auslöseranzahl. Ah! Okay, das hatte ich gar nicht mal auf dem Schirm. Okay, noch besser. Stellt 2 Energie wieder her, wenn der Wiederherstellungseffekt ausgelöst wird. Ja, und Technik macht einfach sofort irgendein Gegner als so einen Aufbürdeneffekt. Das heißt, das erste Mal kriegt man sogar ohne einen Skillpunkt nutzen zu müssen. Das heißt, ganz nice. Okay. Wir machen das. So. Nach einer bestimmten Anzahl Runden erscheint Unholdsfeuer in der Aktionsleiste. Okay. Wenn deine Runde abschließt, rückt das Unholdsfeuer in der Aktionsleiste weiter nach oben. Okay. So, jetzt bin ich aber gespannt. So. Zack.
So, und jetzt ist dieses nette Ding da. Oh mein Gott, ja. So, jetzt greife ich einmal an. You're not going anywhere. Lance at the ready. Jetzt habe ich schon den Skill bekommen. Erreicht das Unheilsfeuer die Spitze der Aktion, wird es für Verbündete aktiviert. Nachdem das Unheilsfeuer aktiviert wurde, kann es die Austreibung des Lunar-Kürbisses wieder auffüllen. Ah, okay. Moment. Bedeutet das, dass das erste Mal das Ding hier aufgeladen wird, schon von ihrem Skill alleine passiert? Das ist ja noch besser. Wow. Still in denial. Wenn das Unheilsfeuer neben einem Gegner erscheint, wird es als rote Flamme angezeigt. Der Gegner erhält bald ein Unheilsfeuer. Wenn es aktiv ist, verstärkt das Unheilsfeuer den betroffenen Gegner massiv. Okay. Okay, jetzt muss ich aber nochmal gucken. Tut es das wirklich direkt um 1 aufladen noch mit? So, der hatte es ja nicht. Ja, das ist sofort schon um 1 aufgeladen. Wow. Das heißt, basically, man macht den Skill, zählt sofort als ein Hit und man tut beim nächsten Angriff sofort einen Skillpunkt. Das ist ziemlich gut. Der Gegner mit Unheilsfeuer wird massiv verstärkt. Ja. Ich habe die Kraft wiederhergestellt. Bitte sei vorsichtig. Okay. Wenn ich jetzt den Schwächebruch... Oh, ja, okay. Stimmt, die haben jetzt sehr viel mehr verstärkt. Okay. Nicht so einfach, da Schwächebruch zu machen. Der Gegner setzt jetzt eine Ultimate ein, um das Unheilsfeuer wegzunehmen. Die Verbündeten haben den Gegner das Unheilsfeuer abgenommen. Ah! Wenn er ein Ultimate einsetzt, rückt das Unheilsfeuer in der Aktionsleiste sofort nach oben. Okay. Verbündete das Unheilsfeuer, die Austreibung gut aufgefüllt. Benutzen. Okay. Nett. Mehr Zeug, auf das man aufpassen kann. Das ist cool. Das freut mich. Aber man kommt... Okay. Ich dachte so, mit ihrem Skill... Okay, man setzt den Skill ein, da müssen 2 Angriffe kommen. Dann nochmal 2 Angriffe kommen. Stimmt, mir fällt ein, sie ist ja eigentlich übel positiv. Weil auch einfach dazwischen kann sie... It's so good to stand here and do nothing. The mere thought of having to return to mountains of criminal reports in the Hall of Karma makes me wish I could stand here forever and ever and ever. Wow, da ist ein langen Dialog für ich bin am Rumstehen, okay. Sie nutzt einmal ihre Fähigkeit und bis das fertig ist, sie kann 3? Okay, nicht 3, weil die anderen sind ja auch vorher dran. Aber selbst wenn sie es jede Runde macht, wow. Wie Skillpunkt positiv sie einfach ist. Okay. Recount. Das ist ja... Alter, jetzt habe ich noch einen bekommen, weil er gestorben... Alter, das ist ja übel gut. Okay. Ich wollte sie haben, weil es nett wirkte und sie einfach einen guten Boost gibt, aber sie... Alter. Sie wirkt noch besser, als ich gedacht hätte. Wow. Okay. So, das sieht auch übelst cool aus, das weiß ich schon. The Ten Lords decree. Hereby ordained. Ja, es sieht auch einfach verdammt cool aus. So, Schwächebruch bitte für euch. Vor allem auch noch mit so AOE-Dingern. Ist auch einfach noch einfacher zu treffen. Alter. Alter, wie cool. Wie cool. Okay, ich freue mich sehr, wenn sie rauskommt. Ich werde sie definitiv alleine nur für sie schon mal aufs Banner ein bisschen pullen. Wow. Ja, Cyrus. Guter Kampf. Ich glaube, dein Duell mit dem General, das wird noch warten müssen. You've lost, Cyrus. Cyrus, nicht Cyrus. If I had all of Ignimar's power, I'd never have lost to the like. Should you decide to try again, my offer still stands. But you must defeat them. Und so hat Jingyon dafür gesorgt, dass wir ihm alle Fragen stellen können, die wir wollen. Not so fast. Before we fight again,
answer one question like you promised. Ugh, pesky. Girl. Alright. What's your question? Look, is this something a heliobus could have done? Du zeigst Sirius den Beitrag und beilos plötzliches Verschwinden. There are countless heliobi that escape from the creation furnace. And every one of them could have done such a thing. It could have been vengeance, curiosity, or simply hunger. So how would I know which one abducted your dragon lady? Of course. I do have my suspicions. For example, Luxie. Okay. Was für eine Art von Heliobus ist Luxie? Luxie loves mischief. They give no thought to interfering in mortal affairs. Their only concerns are entertainment and freedom. Among all the fragments of Ignimar, the one most likely to abduct your precious dragon lady. Your precious dragon lady. Wieso Cyrus so cool? Sailed away for 1,000 years. It's been ages since we last tasted the joys and sorrows of the world of humans. I'm sure Luxie was eager to find a new friend and wander the world with them. I think they're telling the truth. Heliobi do have different personalities, and they can be influenced by the personality of their host. Okay. If a heliobus possesses a great warrior, they might gradually take on a braver, fiercer persona. And if their host is a playful child, they may adopt a childlike spirit. Wander the world with them. It sounds like Lady Bailu would have been an ideal target. She's always running off to play in Arm Alley. Yup. Yup. This intel should be a big help. Hey! We're not done here! You still owe me a fight! Du wirst sowieso nicht gewinnen. Bunch of meatbags! One minor victory and you think you're something special? Come on! Show me what you've got! The clues are all pointing in the same direction now. It would be wise to strike while the iron is hot. Thank you for your help, General. Let's get going. Jupp. Tschüss. Tschüss, Cyrus. Er steht jetzt hier rum. The Cool. heliobi are like a flame that burns eternal, with no need for sustenance. But alas, their curiosity got the best of them, and they became prisoners of humans. It is a pity. Tja. Hast du Mitleid mit ihnen? I lament that we share the same weaknesses. Our Okay. situation is no different from that of the heliobi. From the moment we gain sentience, we are driven by desire and instinct, bound to our destiny, moving unceasingly towards our own demise. Hast du keine Angst, dass sie uns The besiegen most könnte? important thing in a soldier is one's intuition for victory or defeat. And you have given me confidence in victory. Oh, danke. Warum ist Cyrus so besessen davon, mit dem General zu The kämpfen? ancient legends recount that the Xianzhou once faced an invasion by a great enemy that threatened the annihilation of every race aboard the Xianzhou ships. In order to save the alliance, a hero made a pact with the Flint Emperor, the predecessor of all heliobi. The Flint Emperor would lead the Xianzhou in battle, and if they were victorious, the hero and their followers would lose their physical bodies for eternity. When the fighting had ceased, none of the heroes survived, and the Flint Emperor was gravely wounded. Thus, the pact was unable to be fulfilled. As the centuries came and went, the story faded from memory. But the heliobi remember. Okay. They claim to this debt for all time. The great battle between General Tang Xiao and Ignimar was fought largely for this reason. Ich meine, ich kann dann
so ein bisschen natürlich verstehen. So die Heliobi haben so einen Deal gemacht, so einen brutalen Kampf mitgeholfen. Und als Belohnung sollten sie Körper bekommen. Und die Leute von der Lofu waren einverstanden und dann sind die aber alle gestorben. Und es ist verständlich, dass natürlich die Leute danach von der Lofu nicht einfach ihren Körper... Ich sehe da hinten so eine Kiste. Die Leute danach von der Lofu nicht einfach ihren Körper aufgeben wollten, aber andererseits natürlich die Heliobi, die auch in dem Kampf natürlich viel mitgemacht haben und auch Verluste hatten und verletzt wurden, dass sie jetzt einfach gar nichts bekommen, ist natürlich auch irgendwo verständlich, dass die ja ein bisschen angepisst sind. Aber warum gehst du nicht zurück? Must admit, the wind here does chill the bones. Als ob du nicht schon oft genug Pause machst. Oder es versuchst. So, da hinten ist eine Kiste. Die hole ich mir. Oh mein Gott, da ist noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Ich wollte schon sagen, wann bemerkt Nambi es? Okay, perfekt. So. Gut. Und damit würde ich auch sagen, beende ich das Video an der Stelle. Ich wollte schon sagen, so nach dem Gespräch beende ich das Video, aber dann habe ich eine Kiste gesehen halt. dann kam mein Loot-Instinkt raus. Gut. Oh, Moment. Kommt hier irgendwas Neues? No. Interessant. Interessanter Flavortext. Okay. Okay, gut. Dann würde ich aber sagen, das war's mit dem ersten Part von dem Event. Ziemlich interessant so die Idee, wie so der Ghost Squad ist mit Social Media und alles. Und jetzt, wie das mit Cyrus passiert, dass Cyrus einfach mit Jingyuan kämpfen wollte und Jingyuan dann einfach gesagt hat, ja, besieg erstmal die anderen und wenn nicht, dann beantwortest du ihn bitte Fragen. Ganz nett. Ich fand es so schön, einfach die Interaktion zwischen Cyrus und Jingyuan. Einfach wie Cyrus so sofort ihn beleidigt und Jingyuan einfach so kontert mit so seinem Plan hier von wegen, ja, kämpf gegen die anderen und jedes Mal, wenn du verlierst, musst du eine Frage beantworten. Und so können wir denen alle Fragen stellen, die wir wollen. Ich bin mal gespannt, ob ganz am Ende dann wir verlieren werden oder Jingyuan sich entscheidet, okay, ich tue doch einmal gegen dich kämpfen oder irgendwas, weil wahrscheinlich wird noch irgendwas zwischen den beiden passieren. Aber gut. Jedenfalls, das war's an dieser Stelle mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal. Ciao.